Friedrich II. Zeigte ein ausgesprochenes Interesse an der Orangengärtnerei. Diese tropischen Kübelpflanzen überwinterten ab 1748 in dem Orangenhaus. Große stehende Öfen beheizten die 7 Hallen. Im Sommer standen die Pflanzenhallen leer und wurden für Bälle, große Tafeln, Konzerte oder Aufführungen französischer Komödien und italienischer Opern genutzt, wie es auch von anderen Orangeriegebäuden im Herrschaftsbereich Friedrich II. Überliefert ist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich den Park Sanssouci. Friedrich der Große errichtete hier ab 1744 ein Sommerschloss und in diesem Zuge auch die 9 Kammern. Und diese möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Viel Spaß! Später erfolgte der Umbau der alten Orangerie zu einem Erweiterungsbau des Schlosses Sanssouci, für den sich allmählich der Name Neue Kammern durchsetzte. In den 7 neu erbauten Zimmern, 2 Sälen und 2 Galerien wohnten während der alljährlich stattfindenden Frühjahrsrevue und Herbstmanöver in- und ausländische Generäle und andere Gäste von hohem Rang. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die 9 Kammern immer häufiger von der königlichen Familie selbst genutzt. Anhand der Nachfragen, Berichte und Abrechnungen im Schriftwechsel zwischen den Kastellanen und dem Hofmarschallamt lassen sich Sommeraufenthalte Friedrich Wilhelms III. Und aller seiner Söhne und Töchter nachweisen. Nach seinem Regierungsantritt wählte Friedrich Wilhelm IV. Schloss Sanssouci zum ständigen Sommerwohnsitz. Die langgestreckte Ovid-Galerie strahlt in besonderer Weise heitere Festlichkeit aus. Neben den 5 großen, den Fenstern gegenüber angebrachten Spiegeln sind es vor allem die 14 vergoldeten Stuckreliefs der Gebrüder Renz, die dem Saal seinen Glanz verleihen. Die Szenen aus den Metamorphosen des römischen Dichters Ovid sind großzügig in die gerahmten Wandfelder aus ursprünglich hellgrünem Stuckmarmor hineinkomponiert. Antike Mythen und besonders die ovidischen Liebesgeschichten zwischen Göttern und Menschen waren beliebte Gegenstände der damaligen Kunst. Die von Friedrich II. Geliebte Thematik erscheint mehrmals in musikalisch genutzten Räumen seiner Schlösser, so dass hier eine Nutzung als Konzertsaal angenommen werden kann. Die Reliefs stammen von den Bildhauerbrüdern Johann David und Johann Lorenz Wilhelm Renz aus Bayreuth, die nach dem Tode der Wilhelmine und des Markgrafen Friedrich von Bayreuth gemeinsam mit anderen Künstlern und Kunsthandwerkern 1764 nach Potsdam übergesiedelt waren, wo sie die künstlerische Entwicklung nach dem Siebenjährigen Krieg wesentlich mitbestimmten. Friedrich Wilhelm IV. Bei einer Reise ins Rheinland begeisterte er sich für die altehrwürdige Stadt Köln und für die märchenhaften Burgen. Eine passende Lebensgefährtin fand der Prinz 1819 in Elisabeth Lodovica von Bayern. Sie war katholisch und wollte zunächst nicht konvertieren, was ihn sehr beeindruckte. Das Paar heiratete 1823 und wurde glücklich. Gemeinsam mit dem Architekten Karl Friedrich Schinkel plante der Kronprinz sein Arkadien, wie er es nannte, das im klassizistischen Stil gehaltene Schloss Charlottenhof südlich von Sanssouci. Dort lud das Kronprinzenpaar zu beliebten Abendgesellschaften ein, bei dem sich Künstler, Dichter, Wissenschaftler und Musiker zu Vorträgen und Gesprächen einfanden, darunter der Naturforscher Alexander von Humboldt.
Nach dem Tod seines Vaters bestieg Friedrich Wilhelm IV. Im Juni 1840 den preußischen Thron. Er war 44 Jahre alt und schien nicht besonders erpicht darauf, seine künstlerischen Neigungen zugunsten der Politik zurückzustellen. Es knüpften sich viele Erwartungen an sein Königtum, insbesondere in der Verfassungsfrage, dass er Preußen auf einen konstitutionellen Weg bringen könnte. Aber im Laufe der 40er Jahre ist dieser Aufbruch versickert. Er hatte nicht im Sinn, das von seinem Vater geleistete Versprechen, Preußen eine Verfassung zu geben, einzulösen. Er lehnte eine konstitutionelle Monarchie ab und beharrte auf seine Herrschaft. Wie ein mittelalterlicher König ließ er sein Volk zur Huldigung antreten. Der Jaspis-Saal bildet das architektonische Zentrum der neuen Kammern und diente als Hauptfestsaal. Als solcher dürfte er unterschiedlich genutzt worden sein, am häufigsten vermutlich für größere Tafelgesellschaften. Er ist besonders aufwendig dekoriert. Der Fußboden und die Wände wurden mit edlen Steinen gestaltet. Sie sind aus grauem schlesischen Marmor, die Füllungen dazwischen aus schlesischem Jaspis, einem besonders harten Material, das in der Natur in verschiedenen Farben vorkommt. Hier erstrahlt es in warmem Rot. Und nicht nur die Wände und der Boden sind besonders dekoriert. Wenn man einen Blick an die Decke wirft, sieht man, dass der Jaspis-Saal als einziger Raum der neuen Kammern mit einem Gemälde geschmückt ist. Das Leinwanddeckengemälde Venus mit ihrem Gefolge trägt eine Signatur, von frisch gemalt mit punischem Wachs 1774. Der Hofmaler Johann Christoph Frisch, später Lehrer für praktische Malerei und Rektor der Berliner Akademie, bediente sich hier einer um diese Zeit wiederentdeckten antiken Maltechnik, bei welcher die Ölfarbe mit erwärmtem Bienenwachs versetzt wird. Auf dem Deckengemälde sind folgende Szenen zu sehen: Die Liebesgöttin Venus mit ihrem Sohn, dem Liebesgott Amor, spielende Putten, Zephyr, der Frühlingswind, bringt der Liebesgöttin Venus Blumen und die Grazien als Begleiterinnen der Venus. Die von hellgrauem schlesischem Marmor eingefassten Wandfelder aus rotem schlesischem Jaspis bilden den prachtvollen Hintergrund für die auf vergoldeten Konsolen platzierten Büsten. Sie stammten überwiegend aus der von Friedrich II. 1742 angekauften Antikensammlung des französischen Kardinals Polignac. Einen Teil dieser Sammlung stellte Friedrich II. In diesem Raum aus. Seit 1830 sind die meisten Stücke der Sammlung Polignac, die hier standen, im Alten Museum in Berlin ausgestellt. Doch einige der hier gezeigten Büsten gehören noch zur Originalausstattung. Neben dem Kamin links unten sieht man das Bildnis einer jungen Römerin, einer Nachbildung aus dem 18. Jahrhundert, wahrscheinlich nach einem Vorbild der Faustina der Älteren aus dem 2. Jahrhundert. Zur Originalausstattung des Saales gehören auch die 5 mit vergoldeten Bronzeverzierungen geschmückten Jaspisvasen auf dem Kamin. Sie stammen aus der Werkstatt von Johann Melchior Camblé, einem Schweizer Zieratenbildhauer, Bronzegießer und Kunsttischler. Friedrich Wilhelm ignorierte die Vorboten der Revolution, die wachsende soziale Unzufriedenheit in Preußen wie den Hintergrund der Hungerrevolten und Forderungen nach Mitsprache.
Als nach den Revolutionen in Paris und Wien 1848 auch in Berlin das Volk auf die Straße ging, war er schockiert und konnte nicht glauben, dass seine Berliner sich tatsächlich gegen ihn wandten. Unschlüssig und ohne eigene Ideen oder Visionen verließ sich Friedrich Wilhelm auf seine Berater, die ihn dazu drängten, Preußen eine Verfassung zu geben und die Unruhen endlich zu beenden. Denn hinter dem König stand eine konservative Machtelite. 300 Kirchen hat er bauen lassen, darunter die Friedenskirche in Potsdam. Er trieb die Restaurierung des Berliner Schlosses und den Ausbau von Schloss Sanssouci voran, setzte sich für die Vollendung des Kölner Doms ein. Friedrich Wilhelm IV. Starb nach langer Krankheit am 2. Januar 1861. Nun betreten wir das Wohnzimmer des zweiten Gästeappartements. Wieder ein Raum, der auf eine ganz besondere Weise gestaltet wurde. Schauen wir uns einmal die Details in der Wanddekoration an. Innerhalb der großen Rahmen kann man eine Fülle von Blumen, Früchten und Vögeln entdecken. Zartes Gitterwerk verbindet die verschiedenen Paneele und in den Kartuschen sind Musikinstrumente und Jagdutensilien abgebildet. Oben an den Wänden kann man Medaillons sehen. Die Kriegerporträts erinnern an die Darstellungen der Imperatoren. Alle diese Details sind aus eingelegten Furnierhölzern gestaltet, eine Technik, bei der die unterschiedliche Färbung verschiedener Holzarten ausgenutzt wird. Hier wurden unter anderem Hölzer wie Ebenholz, Palisander und Maulbeere verwendet. Einzelne Intarsien wurden zudem eingefärbt, um intensivere Farbtöne zu erhalten. In diesem Raum gab es vor allem grüne Färbungen, mit denen das Blattwerk gestaltet wurde, so dass der Besucher den Eindruck hatte, in eine Gartenlaube zu treten. Solche Intarsienarbeiten waren die Spezialität der Gebrüder Spindler, die Friedrich II. 1764 aus Bayreuth an den preußischen Hof geholt hatte. Doch nun werfen wir einen kurzen Blick auf die den Fenstern gegenüber liegende Wand. In der Mitte kann man Einschnitte entdecken. Diese Einschnitte gehören zu einer zweiflügeligen Tür, hinter der sich eine Schlafnische verbarg. Im 18. Jahrhundert wurde dieser Bereich lediglich als Wohnzimmer für das im nächsten Raum eingerichtete Schlafzimmer genutzt. Doch rund 70 Jahre nach der ersten Nutzung dieses Raumes reichte der Platz nicht mehr aus und König Friedrich Wilhelm IV. Ließ Mitte des 19. Jahrhunderts Schlafnischen einbauen, um auch die ehemaligen Wohnzimmer als Schlafräume nutzen zu können. Statt 4 konnten nun 7 Gäste in diesen Räumen untergebracht werden. Wir haben nun das Schlafzimmer der zweiten Gästewohnung betreten. Der Raum wird von den Gemälden dominiert, die Potsdamer Stadtansichten zeigen. Friedrich II. Hatte mit seiner regen Bautätigkeit das Stadtbild Potsdams stark geprägt und er wollte dies auch seinen Gästen zeigen. Darum gab er bei den in Potsdam ansässigen Malern Johann Friedrich Meyer und Karl Christian Wilhelm Baron eigens für die Einrichtung der neuen Kammern mehrere Stadtansichten in Auftrag. Auf einigen Gemälden kann man das alte Rathaus und den Obelisken erkennen, die beide auch heute noch in Potsdam zu sehen sind.
Zur Dekoration der Gästezimmer gehörten nicht nur Gemälde. Auf den Kaminsimsen findet man öfter auch Porzellan. Viele der originalen Stücke sind seit 1945 verschollen. Sie wurden durch andere aus der Zeit Friedrichs des Großen ersetzt. Hier kann man zum Beispiel ein Tee- und Kaffeeservice sehen, das um 1780 in Berlin hergestellt wurde. Im 18. Jahrhundert war Porzellan ein äußerst kostbares Material. Die sächsische Porzellanmanufaktur in Meißen war 1710 gegründet worden und war über Jahrzehnte hinweg die einzige in den europäischen Fürstentümern. Ursprünglich gehörten Schokoladen- und Kaffeetassen, Zuckerschalen und Teekannen aus Meißener Porzellan zum Inventar dieser Räume. Friedrich II. Liebte das weiße Gold, aber er hatte auch ein Gespür für das wirtschaftliche Potenzial dieses Industriezweiges. Und so erließ er nach seiner Thronbesteigung eine Order zur Gründung einer preußischen Manufaktur. Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, kurz KPM, wurde 1763 gegründet und es gibt sie noch heute. Neben den 3 Gästeappartements, die je ein Wohn- und ein Schlafzimmer umfassten, gab es in den neuen Kammern auch ein Zimmer, das beide Bereiche kombinierte. Die 3. Gästewohnung bestand nur aus diesem einen Raum. Bei den beiden Gemälden handelt es sich um Auftragswerke des Königs für dieses Gästezimmer. Die farbliche Gestaltung des Raumes nimmt direkten Bezug auf ihre Farbgebung. Schauen wir uns zunächst das Bild neben der Tür an. Es zeigt Diana, die römische Göttin der Jagd mit ihren Nymphen. Besonders auffällig sind die zarten, fast verwischten Farben, besonders der rosafarbene Ton der Haut. Wenn man sich andere Gemälde anschaut, zum Beispiel die Göttin Venus bei der Toilette, wird man die gleiche Farbgebung bemerken. Dieser Ton, ein sogenanntes ungebrochenes Rosa, ist typisch für das Werk der Künstlerin Anna Dorothea Terbusch, von der diese Werke stammen. Anna Dorothea Terbusch wurde 1721 in Berlin geboren. Nun sehen wir das Schlafzimmer der letzten Gästewohnung. Die Einrichtung hier unterscheidet sich etwas von den anderen Gästeräumen der neuen Kammern. Auch die Vorhänge an den Fenstern und vor dem Alkoven wurden nicht aus dem flammigten Taft gearbeitet, den man meist in anderen Räumen gesehen hat. Denn dieses Zimmer wurde im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtet. Ab 1843 bewohnten die Hofdamen von Königin Elisabeth, der Gemahlin König Friedrich Wilhelms IV., die neuen Kammern. Die friderizianische Ausstattung wurde damals durch Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzt. Auch der Kronleuchter stammt aus dieser Zeit. Im 18. Jahrhundert verwendete man zur Beleuchtung des Appartements entweder an der Wand angebrachte Kerzenhalter, sogenannte Wandbranchen, wie man sie hier neben dem Spiegel sehen kann, oder tragbare Leuchter. Lediglich die Festsäle waren mit Kronleuchtern ausgestattet.
Die Gemälde gehören zur Ausstattung des 18. Jahrhunderts. Sie zeigen Potsdamer Ansichten und wurden, wie einige der Werke, die man bereits in anderen Räumen gesehen hat, im Auftrag des Königs von Johann Friedrich Mayer geschaffen. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Geschichte von Sanssouci erfahren, habt die wunderschönen Festsäle und Räumlichkeiten gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!